Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Update zur Situation der KATEK per Video. Das letzte Video haben wir aufgenommen im März. Das war zur Ankündigung unseres Börsengangs des IPOs. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich entschuldigen, dass wir jetzt so lange Sendepause hatten. Das hat einfach, ich sage mal, operative Gründe. Ich werde aber nachher darauf eingehen, dass wir das jetzt wieder sehr viel regelmäßiger machen wollen. Wir haben jetzt 1,5 Jahre lang eine sehr, sehr offene Kommunikation gehabt, immer mit Video, und zwar zu den Corona-Themen gleichermaßen wie der aktuellen Geschäftssituation, wie sich die Zahlen entwickeln, wie wir an den einzelnen Standorten stehen. Und ja, einer der Gründe, warum wir jetzt ein Stück weit Pause hatten, war, dass wir auch erst jetzt wieder in so einen Rhythmus kommen müssten. Denn wir haben einfach gesetzliche Vorgaben, wie offen man was zur Geschäftssituation an wen kommunizieren kann. Gesetzliche Vorgaben, wie gesagt, für jedes börsennotierte Unternehmen. Denn es darf einfach nicht sein, dass irgendwelche Kreise Informationen vor anderen Kreisen haben. Dann würden bestimmte Vorteile für einige Investoren am Aktienmarkt entstehen und einige hätten Nachteile. Deshalb müssen wir da einfach sehr stark immer darauf achten, wann wir was genau kommunizieren können. Der IPO, also der Börsengang, der Anfang Mai stattgefunden hat, war für uns ein sehr, sehr wichtiges, auch teilweise sehr emotionales Ereignis. Ich habe im Vorfeld zusammen auch mit dem Johannes Fuß, unserem CFO, mit über 170 Investoren gesprochen und sprechen können, was uns einfach auch nochmal einen ganz guten Eindruck davon gegeben hat, wie wir extern gesehen haben. Der Börsengang war für uns nicht nur sehr wichtig, der war auch sehr erfolgreich. Woran misst man jetzt, ob ein Börsengang erfolgreich ist oder nicht? Zum einen mal, dass er überhaupt zustande kommt und nicht wegen mangelndem Interesse oder schlechtem Börsenumfeld vorher abgebrochen werden muss. Wir haben das Thema durchgezogen, wir haben es ja sogar den Termin etwas vorziehen können. Er war auch deshalb erfolgreich, weil wir am Ende des Tages sehr viel mehr Aktien hätten verkaufen können, als wir tatsächlich am Markt platzieren wollten. Das heißt, man sagt, das Buch war mehrfach überzeichnet. Es gab viele Investoren, die gerne sehr viel mehr Aktien gehabt hätten, die aber nur einen kleinen Teil bekommen haben. Und es gab auch Investoren, teilweise auch sehr große, die leer ausgegangen sind, denen wir leider gar keine Aktien zuteilen konnten. Der zweite Punkt, an dem man aber misst, ob es erfolgreich ist, ist natürlich die Aktionäre, die neu eingestiegen sind zum Preis von 23 €. Das war ja der Preis. Haben die denn dann Gewinne oder Verluste gemacht seit dem Börsengang? Und das ist sehr, sehr schön. Also wir sind nie wieder auch nur nahe an die Marke der 23 € bisher hergekommen. Also für die ganzen Aktionäre aus Skandinavien, aus Großbritannien, aus Deutschland, sogar aus den USA, die gezeichnet haben, die können alle bisher sehr zufrieden sein. So, bei Börsengang ist ja nur Mittel zum Zweck. Am Ende geht es darum, dass wir erfolgreiche Geschäfte machen. Wo stehen wir heute mit unseren Geschäften? Zunächst mal ist zu sagen, vom Umsatz her, wir haben Anfang des Jahres und auch noch nach dem ersten Quartal eine Art Guidance an unsere Aktionäre gegeben, dass wir in diesem Jahr wieder im Double-Digit, also doppelte sozusagen Prozentrate wachsen wollen und dass wir in so einem Range rauslaufen wollen von 530 bis 555 Millionen € Umsatz. Das heißt, das ist der Range, den wir angegeben haben, wo wir im Umsatz für dieses Jahr 2021 landen wollen. Und wenn wir das schaffen, und ich bin im Moment sehr, sehr optimistisch, dass wir das schaffen, dann werden wir nicht nur klar unsere Stellung als die Nummer 2 in Deutschland nochmal deutlich gestärkt haben und die anderen nochmal auf mehr Abstand gebracht haben. Nein, wir werden dann auch gute Chancen haben, in die Top 5 in Europa reinzukommen. Und wenn wir in diesem Range liegen, dann werden wir auch ein Wachstum von ungefähr 30% realisiert haben. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Das Einzige, was uns noch ein Bein stellen kann, ist die Materialkrise, auf die ich auch gleich eingehe. Der zweite Aspekt ist vom Geschäftlichen her das Ergebnis. Wir hatten den neuen Aktionären und den alten Aktionären gesagt, wir wollen gleichzeitig zu dem fortgesetzten starken Wachstum Schritt für Schritt auch unsere Profitabilität
weiter nach oben bringen, um dann mittelfristig auf 8 und später auch auf 10% und mehr zu kommen. Da machen wir operativ auch dieses Jahr wieder gute Fortschritte. Und jetzt kommt das ganz große Aber, was uns momentan wirklich nicht nur viel Arbeit macht, sondern es auch schwierig macht, das Ergebnis so stark zu verbessern, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben, ist die Materialkrise. Das Ganze hat mit Halbleitern angefangen Anfang dieses Jahres im ersten Quartal und hat sich mittlerweile ausgedehnt aus sehr viele Komponenten, die wir eben brauchen, um unsere Kunden mit den Modulen, mit den Komponenten, mit den Devices zu versorgen, die wir ihnen versprochen haben. Diese Materialkrise hat mehrere Effekte, die uns im Moment in Atem halten. Der eine Effekt ist natürlich, dass wir diverse Taskforces haben im Einkauf, im Vertrieb, in der Logistik, die einfach rund um die Uhr versuchen, die benötigten Materialien herbeizubekommen und möglichst sozusagen nicht zu Produktionsstillständen bei uns oder zu unseren Kunden es kommen zu lassen. Das zweite große Problem ist das Volumen. Ich meine, wenn unsere Kunden uns unsere Themen nicht abnehmen können, weil zum Beispiel ein anderer Zulieferer ihnen irgendetwas nicht liefern kann und sie damit auch von uns weniger abnehmen. Wir hatten jetzt gerade das Hauptwerk von Porsche, stand 4 Wochen still ungefähr. Das heißt, in der Zeit können wir natürlich auch nichts an Porsche liefern, selbst wenn wir die entsprechenden Teile haben. Und wir sehen das momentan bei einigen unserer Kunden und es wird im Moment, ehrlich gesagt, auch nicht besser. Zum Zweiten beeinträchtigt uns das Volumen aber auch direkt, wenn wir die benötigten Teile nicht bekommen, unserem Kunden nicht liefern können. Wir verursachen dann nicht nur unserem Kunden großen Stress, sondern gleichzeitig fehlt uns natürlich auch das Volumen, es fehlt das Ergebnis, es fehlt der Deckungsbeitrag und damit sehen wir das natürlich sofort in unserem Ergebnis. Der nächste negative Effekt, den ich hier ansprechen muss, ist das Thema Lager. Sie müssen sich so vorstellen, wenn in einer Baugruppe, ich sage jetzt mal 100 Bauteile, 100 Komponenten benötigt werden und wir wissen aber nicht, was als nächstes ein Fehlteil sein konnte, dann müssen wir alle 100 Bauteile einkaufen. Und wenn dann hinterher ein einziges Bauteil fehlt, 99 sind da, eins fehlt, dann können Sie die ganze Baugruppe nicht produzieren und nicht an den Kunden liefern. Das heißt, Sie machen keinen Umsatz. Sie haben aber die 99 Bauteile Ihrem Lieferanten bezahlt. Die liegen auf dem Lager und bei Ihnen ist entsprechend sind flüssige Mittel gebunden. Und das passiert momentan flächendeckend an praktisch allen unseren Standorten. Und das ist ein Thema, was wir natürlich in den Griff bekommen müssen, weil wir ansonsten unendlich viel Geld aufwenden, um unsere Lagerbestände nach oben zu bringen. Und dann gibt es noch ein Problem und das sind die Extrakosten. Wir können teilweise Materialien zwar besorgen am Markt, das heißt die Produktion bei uns und beim Kunden steht nicht still, aber das Ganze ist teilweise mit beträchtlichen Extrakosten verbunden. Und teilweise sind es eben nicht nur irgendwie 3% mehr, auch das gibt, sondern teilweise ist es Faktor 3 oder Faktor 10 zu dem eigentlichen Preis. Und insofern geht es dann eben um die harte Diskussion mit unseren Kunden, dass wir als letztendlich Mittelglied in der Wertschöpfungskette zwischen den Bauteilelieferanten und den Endkunden diese Extrakosten nicht tragen können. Und wir werden das auch in Zukunft hart managen gegenüber unseren Kunden und hier ganz klar sagen, dass wir hier einen fairen Split brauchen und diese Extrakosten nicht von uns alleine zu tragen sind. Ich möchte an der Stelle aber auch noch etwas ansprechen, nämlich dass diese Materialkrise im Moment zu großen Opfern führt, auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es ist ein rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Häufig wissen wir nicht, welche Arbeitsauslastung wir in 2 Wochen oder selbst die Woche drauf haben. Das heißt, also dieses Thema, wie wir die Schichten planen, machen wir Kurzarbeit, machen wir keine Kurzarbeit, was müssen wir genau arbeiten, es ist wirklich momentan ein Stresslevel an praktisch allen unseren Standorten, wie wir es noch nie hatten. Und wer jetzt hofft, dass ich sage, es gibt Entwarnung, den muss ich leider auch enttäuschen. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob jetzt speziell auch der
August der wahrscheinlich schwierigste Monat wird, was diese Materialkrise anbelangt. Und ich bitte Sie alle um Mithilfe und vor allen Dingen auch um Verständnis. Es ist nicht schlechte Planung, es ist nicht schlechtes Management. Es ist wirklich so, dass wir ganz spontan und flexibel momentan planen müssen und da auch einfach auf Sie angewiesen sind, damit wir, wenn es irgendwie geht, Umsatz machen können, unsere Kunden beliefern können, damit der Schaden für alle Beteiligten nicht noch größer wird. Ja, die positive Seite ist, und das ist das Schöne, wir haben prallvolle Auftragsbücher. Also wir könnten liefern ohne Ende und das ist ziemlich flächendeckend über alle unsere Einheiten der Fall. Das heißt, unsere Bestandskunden ordern nach und haben teilweise auch die Abrufmengen beträchtlich erhöht. Ist übrigens auch darauf zurückzuführen, dass wir uns in der Corona-Krise als sehr zuverlässig erwiesen haben. Große Kunden haben sich entschieden, uns zusätzlich weitere Voluminas zu geben, weil sie einfach auch Lieferanten hatten, die deutlich schlechter in der Krise waren, als wir das geschafft haben. Und wir bekommen auch zunehmend Neukunden. Wir haben einige sehr interessante Neukunden in der Pipeline. Einige besichtigen jetzt demnächst auch wieder Standorte. Ich nenne mal jetzt nur hier als Beispiel Compleo oder BMW, die demnächst in Leipzig sein werden. Also wir haben auch jede Menge spannende Neukundenprojekte in der Pipeline. Wie gesagt, leider alles ein Stück weit geschmälert durch die Materialkrise. Man kann das auch in Zahlen ausdrücken, und zwar die sogenannte Book-to-Bill-Ratio. Die Book-to-Bill-Ratio setzt den Umsatz eines Monats in Verhältnis zu dem, was man an Auftragseingang neu reingeholt hat. Ich nehme also den Auftragseingang, den ich in einem Monat erzielt habe, und teile ihn durch den Umsatz, den ich in demselben Monat gemacht habe. Und wie relativ leicht zu verstehen ist natürlich, wenn ich in einem Monat mehr Aufträge für die Folgemonate reinhole, als ich aus dem Auftragsbestand konsumiere in dem Monat, dann ist es ein starkes Indiz, dass ich wachse. Das heißt, dieser Book-to-Bill-Ratio, immer wenn ich über 1 bin, hole ich mehr Aufträge rein, als ich tatsächlich in dem Monat als Umsatz konsumiert habe. Und dann ist das ein starkes Zeichen dafür, dass ich in Zukunft wachsen werde. Und genau das ist bei uns momentan der Fall. Wenn ich mir das erste Halbjahr anschaue, dann ist unser Book-to-Bill-Ratio quer über alle Einheiten ist bei 1,5. Das heißt, das indiziert ein sehr starkes organisches Wachstum, auch in den Folgemonaten und Quartalen. Wir müssen jetzt nur das Material rankriegen. Ja, wenn ich in die Zukunft schaue, dann müssen wir natürlich auch einiges machen, um abgesehen von dem Quartal auch im Prinzip diese Mengen und diese Kundenbedarfe befriedigen zu können. Deshalb investieren wir eine ganze Menge an unseren bestehenden Standorten und haben das ja auch im letzten Jahr, auch während der Corona-Krise gemacht, und es geht auch weiter. Also wir expandieren weiter. Wir werden noch in diesem Jahr, wird gerade gebaut, ein Standort in Malaysia öffnen. Dort werden wir sowohl Prototypen machen als auch Kleinserien. Also ich sage jetzt mal, das sind dann ungefähr 100 bis 1000 Stück. Und zwar speziell auch für Medizintechnik. Wir haben auch dort den ersten Kunden schon an der Stelle und werden von dort sicherlich diesen Standort dann auch weiter ausbauen. Dann haben wir ein Prototypen-Center und Kleinserien-Center in Hamburg aufgemacht. Das ist, sage jetzt mal, up and running, um auch speziell die dortige Industrie, Aerospace und Ähnliches entsprechend abgreifen zu können. Wir haben ebenfalls beschlossen, ein Prototypen-Center aufzumachen in Leipzig, bei der KATEK in Leipzig. Da laufen bereits die Planungen. Es gibt auch sozusagen schon die ersten Hires, also die ersten Leute, die dort entsprechend dann zum Einsatz kommen werden. Und damit können wir auch das Silicon Saxony in der Gegend hervorragend bedienen. Ja, und nicht zuletzt unseren Standort in Bulgarien, wo wir ja schon vor einiger Zeit beschlossen haben, den deutlich zu erweitern. Da wird im Prinzip die Produktivfläche verdoppelt und dort ist auch alles mitten im Bau und ich gehe sehr fest davon aus, dass wir auch dieses Jahr in der zweiten Jahreshälfte dort die Eröffnung noch haben werden. Das heißt, wir werden summa summarum gut gerüstet sein, auch die Bedarfe der Bestandskunden und der vielen Neukunden dann entsprechend befriedigen zu können und wir werden selbstverständlich auch weitere Investitionen hier tätigen. Themenwechsel. Lassen Sie mich kurz 2 Sätze zum Thema Corona sagen, denn ja, in dieser Zeit wäre es ein bisschen seltsam, wenn man das Thema einfach totschweigt.
Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die denken, weil jetzt der Sommer ist Corona vorbei. Wir haben auch immer wieder Corona-Fälle in einzelnen Werken, auch letzte Woche erst wieder. Und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, ich schaue ein bisschen mit Sorge auf diese Kombination der sehr viel ansteckenderen Delta-Variante zusammen damit, dass jetzt wieder sozusagen überall Ferienrückkehrer zurückkommen. Die letzten Zahlen des Robert-Koch-Institutes haben gezeigt, dass mittlerweile schon mehr als 10% der Ansteckungen in Deutschland von Reiserückkehrern kommen, und zwar durchaus aus den ganz, ganz klassischen Reiseländern, wie zum Beispiel Spanien, wie zum Beispiel Italien. Und wir müssen tierisch aufpassen, dass wir jetzt da nicht in die Falle laufen und ein bisschen wie letzten Sommer jeder irgendwie denkt, Corona ist vorbei. Wie das einzelne Fabriken und Standorte schädigen kann, haben wir teilweise bei unserem Wettbewerb gesehen. Ich würde das sehr, sehr gerne vermeiden und appelliere deshalb auch an Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie da mitmachen. Was heißt das? Wir haben zum einen beschlossen, dass wir für alle unsere Mitarbeiter, wo das möglich ist, an der aktuellen Homeoffice-Regelung nichts ändern. Das heißt im Grunde genommen, es gibt keine Homeoffice-Pflicht, aber wir versuchen weiterhin standortspezifisch so viele Leute wie möglich, teilweise auch im Wechsel im Homeoffice arbeiten zu lassen. Warum? Weil speziell in den Bürobereichen, wo Sie kleine Büros mit niedrigen Decken haben und dann Leute, die den ganzen Tag Besprechungen machen, die Ansteckungsgefahr natürlich besonders groß ist. Das heißt, Homeoffice-Regelungen, so wie wir es haben an den Standorten, werden wir fortführen bis Ende September. Warum Ende September? Weil dann einfach wir 2 Wochen nach den letzten Urlauben, nach den letzten Ferien in Süddeutschland sind und damit ein Stück weit einschätzen können, wo wir stehen. Und dann werden wir uns angucken, wie es weitergeht. Und wir werden uns dann auch überlegen, wie wir zu generellen gruppenweiten Homeoffice-Regelungen kommen werden, die ein Stück weit dieses Thema in die Zukunft retten, aber eben dann nicht mehr im Sinne von, um Corona zu begegnen, sondern einfach, um zu moderneren Formen des Arbeitens zu kommen, wo immer es möglich ist. Mein zweiter Appell an der Stelle ist aber, und hier insbesondere an alle Reiserückkehrer, egal woher sie herkommen und egal was gerade die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen sein sollten. Bitte testen Sie sich, bitte testen Sie sich intensiv, testen Sie sich, bevor Sie zurückkommen ins Werk, machen Sie da bitte mit und bitte auch an alle der Appell, lassen Sie sich impfen. Lassen Sie sich nicht verunsichern durch, sage jetzt mal, pseudowissenschaftliche Beiträge, speziell in den Social Media, sondern nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr für den Eigenschutz und auch für den Fremdschutz und lassen Sie sich impfen. Es gibt keinen besseren Schutz. Wir wissen mittlerweile von der Wissenschaft, wir werden im Herbst in eine Phase eintreten, wo es nur noch 2 Arten von Menschen in der Bevölkerung gibt. Die einen sind geimpft und die anderen werden früher oder später mit der Delta-Variante infiziert. Das ist wie russisch Roulette, nachdem man mittlerweile einfach weiß, dass selbst wenn man glimpflich bei der Erkrankung vorbeikommt, weil man einfach jung ist, Long-Covid, also Nachwirkungen, können auch die erwischen, die entsprechend vorher nur geringe Symptome hatten. Also bitte mein Appell, lassen Sie sich impfen und lassen Sie so schnell wie möglich impfen. Es ist Impfstoff genügend da im Moment. Zum Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir haben ja die Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage gemacht und ja, erfreulich war ja, dass speziell das Thema Mitarbeiterkommunikation sich sehr, sehr stark verbessert hatte zum Vorjahr, also zu 2019. Das ist sehr, sehr erfreulich. Es gab aber auch sehr viele Kommentare und es gibt auch weiterhin Luft nach oben. Und ich glaube, die Mitarbeiterkommunikation ist einfach eines der wichtigsten Elemente, unsere blaue KaTeX-Familie zusammenzuhalten und auch in die richtige Richtung zu führen. Wir haben deshalb mehrere Dinge beschlossen. Zum einen, wir haben uns ja im Bereich Marketing verstärkt. Die Ramona Kasper als neue Chefin zum Thema Marketing und Kommunikation ist mittlerweile an Bord und wird insbesondere sich auch um das Thema interne Kommunikation kümmern. Sie wird auch starten, das war meine Bitte, mit einer speziellen Umfrage nochmal an Sie, wo wir nur zum Thema Kommunikation nochmal spezifisch wissen wollen, was Sie sich wünschen würden, wie wir dort an der Stelle
noch besser werden können. Wir wissen, da gibt es eine Menge Verbesserungsbedarf. Wir würden es gerne so machen, dass es dann auch Ihren Erwartungen entspricht. Und die herzliche Bitte wäre, nehmen Sie da teil. Es geht nur um das Thema interne Kommunikation und wir wollen lernen und das Thema noch nach oben bringen. Mein Versprechen, dass es wieder mehr Videos gibt zu den aktuellen Situationen, das steht ja ohnehin. Was wir auch bereits beschlossen haben, ist, dass wir mal ausprobieren, einen Mitarbeiter-Live-Chat ins Leben zu rufen. Das heißt im Prinzip einen Chat, wo Sie mir dann direkt, Format YouTube oder so, müssen wir noch entscheiden, live Fragen stellen können und ich diese Fragen beantworte. Und ich werde je nachdem, vielleicht werden wir es dann auch mal zu verschiedenen Themengebieten machen, dann irgendwelche Kollegen, Geschäftsführer aus den einzelnen Einheiten oder hier aus der Gruppe auch mit dazu bringen, dass wir also so in einen kontinuierlichen Dialog kommen und regelmäßig zu spannenden Themen miteinander diskutieren und offen sprechen. Wenn das Ganze auf Resonanz stößt, dann werden wir das weiterführen. Wenn nicht, dann werden wir uns natürlich überlegen, ob wir das weiterführen. Ich gehe im Moment davon aber aus, dass das eine spannende und gute Thematik wird und ich freue mich da schon drauf, wenn wir das erste Mal gemeinsam diesen Live-Chat machen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme jetzt auch schon zum Ende. Ich möchte Ihnen allen einen schönen und erholsamen Sommer wünschen. Einige sind ja schon in Sommerferien, einige gehen noch in Sommerferien, einige sind sogar schon wieder zurück, egal ob zu Hause oder in den Ferien. Genießen Sie den Sommer. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben alle gemeinsam eine sehr aufreibende Zeit hinter uns. Ich kann leider nicht versprechen, dass das jetzt sofort anders wird aufgrund der gerade zitierten Materialkrise. Sie haben sich also Erholung extrem verdient. Gönnen Sie sich die, gönnen Sie sich das Ihnen und Ihren Familien. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns ganz bald wieder, versprochen, und schönen Sommer.